WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Irland, um genau zu sein, West Cork. 12-year-old, Irish Whiskey, a limited release, Port Cask. So, ich erzähle mal ganz kurz, das habe ich hier von Whisky Zone. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, denn ich habe dort den Sherry Cask mit Kiste gekauft. Ich habe hier den Rum Cask mit Kiste und das kam ohne Kiste. Jason, not happy. Also, vielleicht gibt es eine Erklärung dafür, vielleicht nicht. So, wir sind jetzt hier heute bei der ersten von den drei, die rausgekommen sind. Damals, das ist Whisky Base Nummer 83618, also schon ein bisschen länger her. Über ein Jahr kamen die ganzen Videos raus von Arne und Leonie, auch Ben hat die gemacht von whisky.de und so weiter. Danach kam ganz herzlich gesagt wenig, muss ich ehrlich feststellen, online. Ich habe eine auf Spanisch oder Französisch gefunden, ich habe es vergessen. Aber ganz wenige Videos waren denn dazu denn da. 3 Freunde damals, 3 waren da sogar Fishermen, 2 davon. Und die haben gesagt, wir wollen Whisky machen. Und die haben ein paar gute Leute hinzugeholt, wie Dr. Barry Walsh, der mittlerweile verstorben ist, der 30 Jahre lang bei den Irish Distillers gearbeitet hat. Auch Frank McCarty, der 10 Jahre alt bei Springbank gearbeitet hat, haben sie auch als Berater dabei gehabt. Und was hier drauf steht ist, ich finde das ganz interessant, West Cork Single Malt Port Cask Finish. Alles klar bisher, ist ein Limited Release, jawohl. Single Malt aged in Douro Superior Casks. Wenn ich richtig im Sinne bin, der einzige Ort in Portugal, der Portwein herstellen darf, ist der Douro Tal. Also, wenn ich das richtig hier verstehe, der einzige Ort in Portugal, der Portwein wirklich wachsen kann, ist dort, wo das herkommt. Natürlich. Es ist ähnlich zu sagen, ja, Sherry aus Jerez. Das ist dieser Dreieck da, wo einfach alles Sherry herkommt. Also, fand ich ein bisschen schwach, sagen wir einfach mal so. So, wir werden das natürlich vergleichen, das was ich zurzeit immer wieder mache. Ich habe ganz ehrlich keinen Irish Whisky momentan mit irgendeinem Portschlag und deshalb habe ich einfach für mich beschlossen, dann nehme ich wieder mein Domatin, 14 Jahre alte Port Wine Finish dazu. Das habe ich neulich auch bei irgendeinem anderen Produkt auch genommen. Ich habe echt kaum etwas, um ganz ehrlich zu sein, mit Portwein aus Finish. Schmeckt mir meistens auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe eine Flaschenteilung gemacht hier von alle 3 Flaschen bei Irish Whisky Freunde bei Facebook. Und das ging echt richtig ziemlich schnell durch. Wow, das ist ein wahnsinniger Farbunterschied hier, muss ich schon sagen. Coole Sache, also das ist hier, ich hoffe, ihr könnt das hier sogar sehen. Wenn nicht, dann tue ich ein bisschen Papier dahinter und dann könnt ihr das hier sehen, was für ein gewaltiger Unterschied ist von den Farben hier. Jo, das könnt ihr sogar sehen, ja, also Wahnsinn. Das ging relativ schnell durch bei Irish Whisky Freunde. Allerdings blieb noch irgendwie 30 Sale über und dann habe ich gesagt, dann tue ich eine große Gruppe bei Whisky Treffpunkt Feine Geister an. Innerhalb von 20 Minuten war der Rest weg und das ist auch ganz gut so. 43% angeblich non-chilled filtered, was natürlich ein bisschen interessant ist, gerade eben bei 43%. Und kein Farbe. Sehr gut. So, wir probieren und wir schmecken und dann vergleichen wir. Ja, da ist eine äußerst süße Moment, der überdeckt etwas. Und das ist eine Irish Whisky, der fruchtig, weich, aber auch ein bisschen mit Säure zu tun hat. Übrigens, diese 3 Dinge sind auch Einzelfassabfüllungen von West Cork. Also Skibbereen ist der Name von der Dorf, also Eagle ist der Name von der Zeitung denn da. Auch die Videos habe ich schon längst gedreht. Schauen wir mal, wo sie rauskommen. Da gibt es eine 12 Jahre alte, da gibt es einen Single Grain, es gibt eine Fassstärke. Auch ganz tolle Sachen. Auch so einen echt vernünftigen Preis, finde ich. Also von daher,
Hier liegen wir bei 35 Euro. Vielleicht kann man es für 32, vielleicht 34, aber bei 35 Euro ist man locker dabei. Ich kriege leichte Beerennoten, ich kriege bisschen Spirituose, also wirklich Methanol, also sehr spritzig ist das. Tomaten, 14 Jahre alt, Port Cask Finish. Ganz anders, also ein ganz anderer Beast, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein Single Malt, 100% Gerste, 100% Gerste. Hier steht nirgendwo, wie oft es destilliert wurde. Wir schätzen mal 2-mal. Würde auch im Einklang sein mit das meiste, was ich auch von West Cork weiß. Also von daher wahrscheinlich ein Cooli-Produkt, denn 12 Jahre alt ist die Distillerie dort 2007 gegründet. In Skibberey nicht. Also von daher kann das nicht aus ihrer eigenen Distillerie entstammen. Probieren wir. Wow. Okay. Okay. Oh ja. Das erzählt Geschichten jetzt hier. Wahnsinn. Also, ich habe so viel Irish Whisky schon probiert, dass man diesen Geschmack irgendwie wiedererkennt. Ich wenigstens, WhiskyJason. Also für mich ist es ein ganz typischen Cooli-Geschmack. Ein Cooli-Geschmack, der sehr pfirsichlastig ist, der sehr einiges hat denn da tatsächlich von Frucht, aber wo dieses Port-Fass oben drauf kommt. Ich liebe Port. Jedes Mal, wenn ich hier einen Port-Finish habe, erzähle ich liebe Port. Ich war in Porto, ich habe dann da, keine Ahnung, halb Dutzend, wenn nicht vielleicht sogar noch mehr verschiedene Weinberge oder zumindest Hersteller von von Portwein da gekostet, verkostet. Ich habe eine 20 plus Jahre alte, ich glaube 25, 30 Jahre, keine Ahnung was es war, eine Tawny Port auch schon gehabt im Glas. Ich mag gerne Portwein, gute Portwein. Aber wo ich nicht unbedingt hundertprozentig davon sicher bin, dass ich das mache, ist Port in meinen Whisky. Und hier muss ich sagen, das ist ganz dezent. Ganz dezent. Aber wenn du mir sagst, das ist 12 Jahre alt, sage ich, echt? 7, 8, 12? Nein. Also ich dachte, ich hätte da in meiner Sample-Liste tatsächlich eine 10 Jahre alte Port gehabt. Nein, ich habe schon für über ein Jahr schon ein Sample. Seit einem Jahr habe ich ein Sample hier von der West Cork 12 Jahre alt Port Finish. Gleiche Preis wie heute, also tatsächlich nichts. Irgendwie kam ich darauf, das zu kaufen heute. Oder das war am Anfang der Woche und wollte ich unbedingt probieren, alle drei. Also, wir gehen ganz kurz hier rüber. Wie ich sagte, ein ganz anderer Biest. Weicher, gefälliger, geschmeidiger, vanilliger. Und auch der Cremigkeit hier von dieses Himbeer, was der Port jetzt hier abgibt, ist viel, viel schöner und runder. Auch da ist das nicht ganz so jung. Also auch 46% schlagen gut durch. Auch am Ende, es ist auf jeden Fall eher ein Scotch und nicht unbedingt hier ein Irish Whisky. Kleines bisschen Wasser zwischendurch. Und dann geben wir unsere abschließende Beurteilung hier von dem West Cork 12 Jahre alte Port Cask Finish. Ich überlege, ob ich einen Tick Wasser rein tue. Noch nicht. Ganz ehrlich, meins ist er nicht. Ja, ich mache doch einmal Wasser hier rein und dann kann ich danach einfach meine abschließende Beurteilung geben hier. Also 43 herunter ungefähr, vielleicht 42.
Keine gewaltige Veränderungen denn da, ein Tick süßer. Aber die ganze Zeit sage ich mal, ich kenne diesen Geschmack. Es gibt in Irland, genau wie in Deutschland, Lidl. Und West Cork beliefert Lidl mit ihren ganzen No-Name-Produkten. Und ich habe bei einer Whisky-Auktion für, keine Ahnung, ich glaube 14, 15 Euro habe ich da eine Irish Whisky ergattert. Und da dachte ich, Mensch, der ist ganz schön billig. Ich habe online darüber nichts gefunden. Und da habe ich die Flasche bekommen und habe ein bisschen dann recherchiert online. Steht Product of Irland, oder nicht Product of Irland, doch Product of Irland, extra für Lidl abgefüllt West Cork. Und das ist genau eben diesen Geschmack. Das ist dieses fruchtige, pfirsische Moment. Und der hat nur ein kleines bisschen den Port oben drauf, aber nicht genug, um das wirklich zu übertünchen. Und deshalb gebe ich das hier aus meiner Sicht, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, einen 3-. Mir schmeckt das nicht so wow. Hoffentlich ist der Sherry, hoffentlich ist der Rum ein bisschen besser. Nun, jemand anders wird das nehmen und sagen, das ist ein 2-. Kann sein, es ist der Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Das ist meine Beurteilung davon und ich bin nicht davon begeistert. Ich bin dankbar, dass die Flasche schon verteilt ist. Das heißt, alles geht weg, bis auf 5cl bleibt bei mir. Und auch das kommt wahrscheinlich in Sampleflaschen, werde ich hier auch versamplen, werde ich auch auf meine Sample-Liste drauf tun. Preis-Leistung bleibe ich bei meiner 3-. Ist eigentlich unfair. 4+. Also, wenn mir etwas nicht schmeckt und ich trotzdem 35 Euro für etwas bezahlen muss, ist es ein 4+. Also für dieses, was man geboten bekommt, eine 12 Jahre alte Irish Whisky, 43%, ohne Farbzutun, ohne Kältevertrierung, all das sind echt tolle Sachen mit Port, Finish, mehr oder weniger. Kann man sagen, ist alles gut für den Preis. Deshalb diese 4+, aber der Geschmack ist einfach heute nicht meins. 3-. So, meine Frage des Tages ist, was ist euer Lieblingsabfüllung von West Cork? Und wenn ich ganz ehrlich bin, wird es wahrscheinlich hier von Skippery, wo ist das? Hier der Fassstärke mit 57%. Lecker. Also der ist richtig, richtig gut. Auch das war auch unser Gewinner des Tages bei unserer Irish Whisky Abend, wo ich die 3 hatte, plus auch noch die 3 hier, Bold, Lively und Round hier von Jameson. Da hat natürlich der Fassstärker sofort gewonnen und sofort auch dann alle wirklich dort überzeugen können. Und das ist das Schönste bei Irish Whisky, wenn es Fassstärker ist. Manchmal ist es einfach unglaublich gut. Ob das Whistler ist, der Fassstärker, ob das jetzt hier St. Patrick's ist, der Fassstärker und ein paar andere unabhängige Abfüller. Okay, WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Bitte liken. Bitte abonnieren, bitte auf meine Sample-Liste schauen. Wenn du das nicht willst, schicke eine E-Mail zu whiskyjason@gmail.com oder auch dann bitte auf der Sample-Liste, auf der Amazon-Link unten draufklicken, irgendwas anderes kaufen oder vielleicht den hier kaufen und da einfach mal mich ein bisschen glücklich machen, denn ein paar Prozente kriege ich davon. WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Bis morgen. Ciao.